Hallo liebe Concorde-Freunde, heute sprechen wir über das Thema Stromausfall. Wir sind hier im Showroom in Aschbach und ich stehe vor einem Charisma, der ist ohne Strom. Ich brauche jetzt Hilfe, dazu habe ich mir den Uli Stahl geholt. Uli, was mache ich denn jetzt? Ich habe keinen Strom mehr hier. Auch die Tür ist zu, wir kommen gar nicht mehr rein. Was machen wir denn jetzt? Dann gucken wir in der Garage und schauen nach dem Hauptschalter, schalten den mal ein. Also der Hauptschalter ist hier hinter dem unteren Gitter. Machen das Gitter mal auf. Auf der Platine. Hier kann man sehen 0 und 1. 0 wäre jetzt ausschalten. Das hat er vorher gemacht. Jetzt drücken wir mal auf grün, einschalten. Jetzt hören wir ja einen Ton. Wieso habe ich jetzt plötzlich doch noch Strom, wenn doch eigentlich die Batterie vermutlich leer war? Weil wir die Abschaltung machen, bevor die Batterie ganz leer ist. Wir haben die 510 Ampere-Stunden. Hier bei 3 Gel-Batterien sind ja eigentlich die 100%. Nur wenn wir das machen würden, würden wir die Batterie, dann bräuchte man keinen Hauptschalter, dann würden wir die Batterie in die Tiefentladung reinjagen. Deswegen haben wir ein Fenster gewählt, 70%. Das heißt, wir haben 70% zur Verfügung und 30% haben wir noch Rest. Und diese 70%, dieses von 510 Ampere-Stunden, zeigen wir im Display als 100% an. Gehen wir runter auf 0%, haben wir immer noch 30% in der Reserve. Deswegen ist das hier möglich, dass wir hier einschalten können und dann zum Beispiel die Tür aufmachen. Zum Beispiel die Tür aufmachen können, am Display gucken, was ist denn wirklich los, Strom anstecken, gucken, dass wir wieder für Ladung sorgen. Also gucken wir jetzt mal aufs Display, ja, was da los war. Würde ich vorschlagen. So, jetzt sind wir drin. Das Display ist schon an, das Hauptdisplay. Das geht dann automatisch an, wenn wir hinten den Hauptschalter einschalten. Nur das Master wollte es noch aus, das schalten wir jetzt mal ein. Wir sehen 0%, Batterie ist leer, 11,8 Volt und es gehen noch 3,6 Ampere raus. Das heißt 0%, da haben wir ja unsere Reserve mit diesen 30%. Wir wissen halt nicht, wie weit wir in diesen 30% schon sind, weil unter 0 zeigt da nichts an. Müssen wir jetzt gucken, dass wir einen Strom aufs Fahrzeug kriegen. Aktuell haben wir keinen Strom anliegen. Dann gehen wir jetzt raus und gucken, ob der Strom angeschlossen ist. Uli, ich sehe auf Anhieb, zumindest das Anschlusskabel ist schon mal da und angeschlossen. Ja, schaut so aus. Dann gucken wir mal nach innen, ob es auch wirklich angeschlossen ist. Und es liegt da. Da wollte ich irgendjemanden ärgern. Anscheinend. So, und jetzt können wir auch innen kontrollieren, ob wir noch Strom haben. Uli, auf unserem Hauptdisplay sehe ich jetzt kein Steckdosenzeichen. Jetzt gucke ich nochmal auf dem EasyView, was da steht. Da steht Inverting und nicht Charging beim Kombi-Master. Okay. Also haben wir nach wie vor keinen Stromeingang. Es lag nicht an dem ausgesteckten Kabel. Was können wir jetzt noch machen? Wo können wir noch suchen? Dann können wir jetzt nach dem FI-Schalter mal gucken. Möglicherweise hat der ja ausgelöst. Okay. Wir wissen ja, wo der FI-Schalter ist, im 230 Volt Sicherungskasten unterm Bett. Tatsächlich, der FI-Schalter ist aus, dann schalten wir den jetzt mal wieder ein. Jetzt haben wir wieder Strom. Können wir erkennen, Kombi Master Input Voltage 222 Volt. Ja, Uli, vielen lieben Dank, dass du mir geholfen hast. Jetzt weiß ich auch ein bisschen besser selber, wie ich mal alleine auf Fehlersuche gehen kann, dass ich dich nicht immer belästigen muss, wenn ich hier mal was in meinem Showroom nicht so passt. Aber eine wichtige Frage habe ich natürlich noch. Ich habe ja ganz viele Fahrzeuge auch mit Lithium-Batterien. Da ist es doch alles ein bisschen anders, oder? Was muss ich da beachten? Ein bisschen anders, da ist der Batterieschalter, also der Hauptschalter, der auslöst, ist ein anderer. Aber vom Grundsatz her ist es ähnlich. Können wir uns ja beim Liner mal angucken. Dann gehen wir doch mal zum Liner noch. Ja. Wir stehen jetzt hier vor unserem neuen Liner, der ein Lithium-Paket hat. Uli, was ist jetzt der große Unterschied, wenn ein Wagen Lithium hat?
Wenn wir Lithium-Batterien haben, haben wir nicht nur 70% zur Verfügung, sondern 80% von der Kapazität. Wird ebenfalls am Display angezeigt von 100 bis 0%, diese 80%, dieses Fenster. Und wenn wir eine Abschaltung bei 0% haben, fliegen diese Sicherheitsschalter raus. Die lösen aus, die kriegen die Information, Batterie ist leer und die schalten dann ab. Wenn wir dann wieder 230 Volt ans Fahrzeug legen oder wir starten den Wagen, in unserem Fall legen wir die 230 Volt wieder an, dann dauert es einen Moment und dann schaltet der Mastervolt die Informationen zur Batterie und die Batterie zieht ihre Sicherheitsrelais an. Und ich soll aber nicht manuell diese Schalter wieder einschalten. So habe ich es bisher meinen Kunden immer erklärt. Am besten nicht. Okay. Also das lässt man am besten automatisch machen. Mhm. Der Sicherungskasten beim neuen Liner ist hier im Einstieg wie beim Centurion. Schalten wir den FI-Schalter wieder ein. Dann dauert es einen Moment und dann werden die beiden Relais angezogen und die Batterien werden wieder geladen. Das ist jetzt gerade passiert, das hat man deutlich gehört. Ja, vielen Dank. Da haben wir heute wieder einiges gelernt zum Thema Strom. Vielen lieben Dank, Uli, für deine Unterstützung. Ich darf mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder spannende Themen für euch haben. Bis bald dann mal. Tschüss.